Hallo und herzlich willkommen zurück beim Schlussteil von das Online-Lehrkonzert des Landesblasorchester Baden-Württemberg. In dieser Video werden wir Ihnen die letzten zwei Teile von Die Gaten der Hesperiden von José Suñer Auriolo hören und sehen lassen und einiges erklären über die Musik. Nach der Schrei und Tod von der 100-köpfige Drache Ladon beschreibt der nächste Satz die Geschichte eines großen Verrats eines Vaters an seine Töchtern. Die Hesperiden waren die Nymphen und Töchter von Atlas, die den Garten pflegten und durch ihren eigenen Vater verraten sind, damit er die Äpfel für Herakles vom Baum nehmen könnte. Die Musik fängt wieder an mit die gleiche Atmosphäre wie am Anfang, mit das Waterphone, Klavier, Harfe und andere Schlagwerkinstrumente. Auriolo schreibt am Anfang dieser Satz liebevoll, zärtlich, aber mit Melancholie. Eine wunderschöne Instrumentation mit tiefe Flötenstimmen und Altflöte führt zu Oboe-Solo, wo man direkt die Traurigkeit der Nymphen hören kann. Ein Quartett von Flöte, Oboe, Klarinette und Horn führt dieses Hauptthema weiter und Auriolo schafft eine tragische Atmosphäre mit Akkorde, die er zuvor in einem früheren Werk Vasa verwendet hat. Dann beginnt ein großen Aufbaumoment mit einer Anfangsmelodie im Klarinettenregister mit einer tolle Kombination von Altsaxophon und Celli. Ein Holzbläserquintett, Klarinette, Flöte, Fagott und Oboe spielt nach dem Höhepunkt einen Dialog miteinander und dann kommt das große Hauptthema zurück im komplettes Orchester. Genießen Sie diesen emotionalen Satz aus Die Gaten der Hesperiden.
Ja, so eine Melodie wie am Anfang des 3. Satzes im Garten der Hesperiden macht sehr viel Spaß zu spielen. Zum einen, weil es einfach eine sehr schöne, melancholische und sehnsüchtige Melodie ist, die in ihrer Ruhe aber auch sehr viel Zufriedenheit und Zuversicht widerspiegelt. Zufriedenheit erfahren die Spieler dann, wenn musikalisch alles gut zusammenläuft. Wenn die unterschiedlichen Klangfarben von Klarinette, Oboe und Flöte sich perfekt vermischen und man die Höhepunkte der Melodielinie zusammen erspüren kann. Wie kommt man zu einem guten Gesamtergebnis? Als erstes muss natürlich jeder selbst die Melodie zu Hause üben. Hierbei liegt der Fokus eindeutig auf Intonation. Kein Weg führt am Stimmgerät vorbei. Man muss die Skala seines eigenen Instrumentes einfach perfekt kennen. Aber auch hier die explizite Melodie im Stück mit Stimmgerät spielen, um Intonationsabweichungen von Ton zu Ton aufgrund von Klangfarbe oder Luftführung, Oktavenwechsel einfach einschätzen und ausgleichen zu können. Dann setzt man die Linien zusammen. In dem Fall spielen wir wirklich alles komplett unisono. Hierbei ist wichtig, dass jeder so ein bisschen seine Töne kennt, die tricky sind, aber dann geht es vor allem darum, Klangfarben erspüren zu können, erhören zu können, zu wissen, okay, hier klingt die Klarinette so, wenn die Oboe diesen Lagenwechsel hat, dann klingt das Ganze so und man muss einfach besprechen, welche Klangfarbe in welcher Passage oder sogar bei einzelnen Tönen führt, um einen sehr harmonischen, runden Gesamtklang erzeugen zu können. Wenn mehrere Instrumente genau die gleiche Melodie solistisch spielen, muss man natürlich auch über die Melodiehöhepunkte und die Phrasengestaltung sprechen, vor allem wenn es ein langsames Tempo ist. Der Puls muss genau gleich sein, man muss besprechen, mit wie viel Luft oder mit wie viel Intensität und Präsenz man zu so einem Melodiehöhepunkt hinführt, aber auch wieder weggeht, sodass dann einfach ein sehr ausgewogenes Gesamtergebnis rauskommt und das Horn mit seiner ganz individuellen Solo-Melodie sich da einfach drüber ausbreiten kann. Beim WMC kommt dann noch dazu, dass wir die Roderhalle einfach so gut wie gar nicht kennen, nur eine kurze Anspielprobe hatten. Dementsprechend verändern sich natürlich so Klangerfahrungen. Klangfarben hören sich plötzlich anders an, weil über eine größere Distanz oder in so einem großen Raum einfach Obertöne anders ankommen und man einfach auch nicht die gleiche Lautstärke aufgrund von Distanz hört wie vielleicht in kleineren Probenräumen. Aber so ein Restrisiko macht es spannend bis zum Schluss und macht auch Spaß.
Wir sind bei den letzten Takten dieses Teils angekommen und die Melodie im Horn und die ganze Atmosphäre könnte für mich auch ein Teil der Filmmusik von Howard Shore sein, für den Film Herr der Ringe. Ich weiß nicht warum, aber es erinnert mich immer daran. Die Melancholie und Tragödie von der Geschichte hört man in dieser Schlusstakten sehr gut und ich möchte Ihnen sehr speziell aufmerksam machen für die Cellisten, die zusammen mit die Saxophone eine neue Klangfarbe herstellen. Ziemlich abrupt geht's dann voll los in der letzte Satz. Escape and Return, Flucht und Rückkehr. Herakles hat es geschafft, die Äpfel durch ein List mit Atlas zu bekommen und tritt die Rückreise an. Ein Satz, wobei Aureolo viele Melodien im Umkehrung oder Kontrapunkt zurückkehren lässt, mit einer großen Energie nach vorne, wie eine Achterbahnfahrt. Wichtig ist hier zu achten auf der rhythmische Motor aus der Perkussion und Achtelbewegung im Bläser und tiefe Streicher. Das große Finale ist für Aureolo ein Hommage an die Komponisten Reich, Wagner, Respighi, Strawinsky und Schostakowitsch. Ich habe es erfahren als ein tolles Schlusshöhepunkt von das ganze Werk und eine große Apotheose unseres Konzerts. Wir haken an der Stelle nochmal ein und machen eine kleine Pause, denn hier lohnt es sich nochmal ein paar Dinge näher zu betrachten. Wir kommen hier mit sehr viel Energie an, die Energie bleibt, aber die Dynamik, die wechselt plötzlich ins Piano. Das heißt, wichtig an der Stelle ist es, dass man das Tempo beibehält und sich dann auch nicht durch das Piano verlangsamen lässt. Und generell über die ganze Schlussstrecke ist es sehr wichtig, dass man trotz der Steigerung zum Finale hin, es wird sehr laut, dass man nicht übermäßig davonrennt und irgendwie meint, man müsste jetzt schneller werden. Genau, nicht zu übersteuern in Tempo und in Dynamik natürlich. Die Kesselpauke geht hier mit durchgehenden Vierteln in den letzten Teil rein. Das Orchester hat somit einen guten Puls, ein gutes Fundament für den letzten Teil. Ja, und nachdem es sich dann alle paar Takte steigert, folgt dann ganz am Ende das Finale. Und darauf haben wir uns als Schlagzeuger eigentlich am meisten gefreut. Wir haben uns über das ganze Konzert gefreut auf diese letzten Takte. Und ja, das Finale, das dann am Ende war meiner Meinung nach ein würdiges. Ja, ein Wahnsinnsstück. Und zum Ende nochmal eine große Herausforderung, nämlich das Orchester und das Schlagwerk
unter einen Hut zu bringen. Es war eine riesige Bühne. Wir hatten sehr große Distanzen, mit denen man umgehen muss. Wir haben uns im Schlagwort darauf geeinigt, dass ich, also von den Kesselpauken her, Blickkontakt zum Dirigent halte und die Kolleginnen und Kollegen sich an meinem Spiel letztendlich orientieren. Ich glaube, wir haben das auch ganz gut hinbekommen. Das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ja, würde ich auch sagen. Deswegen schauen Sie sich jetzt noch das große Finale an und achten Sie dann auch besonders auf den Kontrast zwischen dem Forte Fortissimo, der Schlusstakte, und dann dem abrupten Ende, wo es dann 30 Sekunden komplett still war in der Roda-Hall und das Publikum noch keinen Applaus gespendet hat. Ein sehr eindrucksvoller Moment. Die haben sich noch lang nicht getraut, aber letztendlich war dann der Gänsehautmoment ganz am Ende da. Sommer 2017 begleitete ich das Landesblasorchester Baden-Württemberg als Journalistin, um über das Abenteuer Kerkrade zu schreiben. Und ich war sehr gespannt auf diese Begleitung, nicht nur als Journalistin, sondern eben auch selbst als aktive Musikerin. Ich fuhr also nach Rheinland-Pfalz zunächst in die Jugendherberge, wo sich das Orchester noch 3 Tage auf den Wettbewerb vorbereitete, obwohl die Werke ja schon mehrmals aufgeführt worden waren. Und ich saß dann 3 Tage, jeweils 12 Stunden im Eck des Proberaums und mir wurde keine Minute langweilig. Es war der Wahnsinn, wie viel das Orchester noch erarbeiten konnte und wie viel ich persönlich da mitnehmen konnte. Und was mich auch sehr fasziniert hat, war, wie konzentriert die Musikerinnen und Musiker permanent waren. Dirigent Björn hatte jedes Detail, das er noch erarbeiten wollte, auf einen kleinen Zettel notiert und am Ende dieser Probephase war da eine Armada von zerknüllten Zettelchen gelegen. Und so
vorbereitet fuhr dann das Orchester nach Kerkrade und ich saß dann in der Presselounge der Ruderhall und war mit meinem ganzen Körper, mit meinen ganzen Emotionen, war ich angespannt dabei. Es war wie so eine Achterbahnfahrt für mich, weil ich möchte nicht behaupten, dass ich jeden einzelnen Takt kannte, aber ich kannte ja dann mittlerweile schon viele Details, wo es besonders interessant oder wo es besonders herausfordernd ist. Und da hatte ich den anderen Zuhörern weit was voraus. Und der bewegendste Moment dann war für mich nach Erklingen des letzten Tons und dem Aufbranden des Applaus. Das kennt ihr bestimmt, als wenn so ein Schmetterlingsschwarm durch den Körper fließt. Da war mir heiß und kalt zugleich und ich wusste, ja, das Landesblasorchester Baden-Württemberg hat es geschafft. Und ich war so voller Stolz und voller Glück, wie es nur so eine Mama von einem Fußballnationalspieler sein kann, der gerade das entscheidende WM-Tor geschossen hat. Ja, Stolz und Glück. Und in dem Moment war das Landesblasorchester mein Orchester. Mein ganz persönliches Orchester. Dies ist das Ende unserer kleinen Reihe der Online-Lehrkonzerte zu den Gärten der Hesperiden von José Suna Oriola. Wir haben versucht, euch dieses Werk detailliert vorzustellen und einen Einblick in unsere Arbeitsweise damit zu geben. Immerhin nimmt dieses Werk einen ganz besonderen Platz in der jüngeren LBO-Geschichte ein, denn wir denken gerne zurück an unsere sehr erfolgreiche Teilnahme beim WMC 2017 in Kerkrade. Wenn euch dieses Werk auch gefällt und ihr es gerne zu Hause in bestem LBO-Sound hören wollt, dann empfehlen wir euch unsere CD Klangbilder. Diese könnt ihr über unsere Homepage www.landesblasorchester.de erwerben. Einen Link direkt zur Seite mit allen unseren CDs findet ihr in der Beschreibung zu diesem Video. Alternativ gibt es diese CD-Klangbilder auch über euren bevorzugten Streamingdienst. Wir schließen und hoffen auf ein baldiges und persönliches Wiedersehen im Konzertsaal und bedanken uns für eure Aufmerksamkeit.